Wir haben vor einiger Zeit ja ein Video gemacht zu unserer Packtasche oder was wir so unterwegs immer mitnehmen auf unsere Touren. Und dazu müssten wir jetzt mal dringend ein Update machen, denn wir haben unsere ganze Packliste nochmal überarbeitet. Und wir sind jetzt gerade in Spanien unterwegs, sind auf einer Enduro-Tour mit unserer EXC 250 und der 500er. Und dafür mussten wir noch mal ein bisschen abspecken. Deswegen gibt es jetzt heute ein Update zu unserer Ultralight-Packliste. Das ist dann also Ultralight. Ja, wollte ich euch mal kurz zeigen, wie wir das so gemacht haben oder welche Gedanken wir uns gemacht haben, wo wir wegrationalisiert haben. Ihr seht jetzt hier an der 250er, was quasi so unsere Packteile sind. Also nach wie vor der Rucksack, Tankrucksack, da kamen wir jetzt nicht drum herum. Den haben wir noch mitgenommen. Dann hier vorne einmal so ein Fender-Bag auf dem Kotflügel vorne und dann hier noch jeweils so ein Rucksack dazu. Der Rucksack hat jetzt 30 Liter. Meiner, den ich mitnehme, der hat 20 Liter, aber so ungefähr das Packmaß oder das Volumen ist das, was wir jetzt mitgenommen haben. Was da jetzt drin ist, zeige ich euch einmal hier drüben. Genau, die 500er sieht so aus, also die hat vorne auch ein Fender-Bag dran, Tankrucksack kommt drauf und das ist dann mein Rucksack, den ich mitnehme. Wie gesagt, der hat 20 Liter. Was ich bei dem jetzt sehr vorteilhaft finde, der hat hier vorne diesen Verbindungsgurt vor der Brust. Also viel vom Gewicht wird hier auf die Brust übertragen und dann trägt sich das leichter. Also von den Schultern her hatte ich jetzt gar keine Probleme, dass das irgendwie gedrückt hat. Das war sehr angenehm. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Komponenten. Die habe ich jetzt hier mal so ausgebreitet. Einmal, oder fangen wir mal an mit unserem Schlafsack, so wie das letzte Mal auch. Das ist immer noch unser Sommerschlafsack, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Da gibt es auch nicht so viel Potenzial, das noch zu reduzieren. Ich muss sagen, dass der jetzt tatsächlich noch zu warm ist für die Zeit, wo wir jetzt unterwegs sind. Aber ja, so ist das halt. Zum Schlafsack gibt es noch was zu sagen. Ich habe immer noch so ein Seiden-Inlet hier mit dabei. Das ist wirklich klein, also zum Komprimieren, das kann ich immer direkt mit in den Schlafsack mit reinschopfen. Und das ist einfach angenehm, wenn es gerade warm ist abends, dann kann ich den Schlafsack offen lassen und dann habe ich nur das Seideninlet so auf der Haut. Das ist dann eigentlich warm genug meistens und Seide trägt sich halt auch super angenehm, also sehr empfehlenswert und es schont den Schlafsack, weil das Seideninlet, das kann man öfter waschen und den Schlafsack, den sollte man am besten nicht so oft waschen, einfach weil die Daunen darunter sonst leiden. Also das ist noch eine Empfehlung am Rande. Dann kommen wir so zu der ersten großen Optimierung für uns persönlich. Das ist unsere Isomatte. Ich habe jetzt hier was Neues gekauft. Das ist so, glaube ich, die kleinste Isomatte, die ich überhaupt gefunden habe. Oder ist eigentlich meine Luftmatratze, also isoliert nur minimal. Das ist natürlich nur möglich, wenn man so jetzt in einer warmen Temperatur unterwegs ist. Aber vom Packmaß seht ihr ja, das ist jetzt tatsächlich gerade so Größe von so einer Red Bull Dose. Und die haben halt überall am Gewicht gespart, wo es ging. Zeige ich das mal kurz, wie die aussieht. Also das ist quasi so eine Gitterstruktur, wie ihr seht. Also hier wurde schon Material und Gewicht gespart. Und die hat dann nur Rumpfgröße. Also man liegt quasi mit seinem Rumpf hier auf diesem Bereich. Das ist so der Schulterbereich und das ist der Kopfbereich. Also da wurde ordentlich eingespart. Wie gesagt, Packmaß habt ihr ja gerade gesehen und Gewicht sind das so 170 Gramm. Also arg viel leichter geht nicht. Wir hatten tatsächlich auch überlegt, ob wir ganz ohne Isomatte gehen sollen. Und ja, dann habe ich die noch gefunden, dachte ich, das probiere ich mal aus. Also hier heute Nacht wäre es jetzt wirklich gut gewesen, wäre eine richtig schöne Wiese hier, da hätte man auch ohne Matratze übernachten können. Aber das ist jetzt mal so ein Versuch, super klein. Also wen das interessiert, das ist schon auch irgendwie eine Empfehlung. Also finde ich, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und das ja, gut durchoptimiert. Dann kommen wir hier zu den persönlichen Kulturbeutel nennt sich das. Ne? Das ist eigentlich unser Erste-Hilfe-Set und was man halt noch so persönlich irgendwie braucht, Schnupfenspray, keine Ahnung was. Ja? Also Erste-Hilfe-Set, irgendwie Verbandszeug und Pflaster ist da so drin. Das kann sich jeder ja selber zusammenstellen. Und dann nehmen wir Feuchttücher mal noch mit. Das ist natürlich einmal für den Toilettengang hilfreich, aber auch wenn man jetzt gestern Abend mussten wir noch ein bisschen rumschrauben und dann hat man einfach ein feuchtes Tuch, wo man sich die Hände auch noch halbwegs sauber wischen kann. Das ist also universal einsetzbar. Sehr hilfreich in diesem Sinne. Dann kommen wir noch zu den Klamotten. Also bei den Klamotten mussten wir auch noch mal richtig einsparen, weil die natürlich immer viel Gewicht einnehmen oder auch viel Platz wegnehmen. Ich habe jetzt tatsächlich nur das T-Shirt, was ich anhabe und ein weiteres Ersatz-T-Shirt sowie einmal ein paar Ersatzsocken und eine Ersatzunterhose. Das heißt, man muss halt unterwegs einfach öfter mal die Sachen waschen, also die man gerade nicht trägt. Ja, das sind so die Kleidungsstücke. T-Shirt, wie gesagt, Badehose noch mit dabei. Ich habe noch ein kleines Handtuch mitgenommen. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn
wenn man irgendwie das Gesicht morgen nur so abreiben kann. Finde ich auch ganz gut. Und zur Bekleidung noch weiterhin noch ein Pullover, finde ich auch immer ganz wichtig. Wir sind da jetzt also mit T-Shirt, Protektorenjacke und ein Jersey unterwegs. Und wenn es jetzt kälter werden sollte, kann man noch einen Pullover drunter ziehen. Das finde ich ist noch relativ wichtig, dass man dann noch eine weitere Schicht hat. Dann zur Bekleidung noch, haben wir vorne im Fenderbag haben wir unsere Regenjacke drin. Also wir haben keine Regenhose dabei, aber eine Regenjacke. Auch wenn man jetzt irgendwie eine Fahrt hat, wo es kühler wird, kann man die Regenjacke noch drüber ziehen, dass es nicht so durchbläst. Das ist ja wie gesagt beim Jersey und Protektorenjacke hast du ja fast gar keinen Windschutz. Da kann man die Regenjacke noch drüber ziehen. Das ist auch noch eine weitere Schicht. Das ist schon relativ notwendig. Und natürlich, wenn es regnet, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und die vorne im Fenderbag ist bei mir jetzt noch das Paar Socken und auch die Unterhose drin. Das sind so die Bekleidung, wo ich hoffentlich nicht so oft ran muss. Das ist da drin, weil das ist so ein bisschen ein Gefrickel, das da reinzustopfen. Dann getränkemäßig hat sich jetzt auch nicht viel verändert. Man braucht einfach viel zu trinken, gerade wenn man in so warmen Gefilden unterwegs ist. 1 Liter Flasche und dann hier ein 2 Liter Trinkblase, Liquitainer. Den habe ich halt immer unten im Rucksack drin, weil so das Schwere muss natürlich relativ weit nach unten. Das ist einfach vom Handling her oder wie es auf dem Rücken dann sitzt besser, dass man sich besser bewegen kann. Das heißt, den mache ich voll und dann habe ich die 1 Liter Flasche, die habe ich dann eher hier oben, wo ich schneller rankomme, dass ich mal schnell was trinken kann und dann kann ich da mal aus dem wieder in die Flasche einfüllen. Und der verliert natürlich dann auch an Platz, umso mehr ich rausnehme. Das heißt, alles wandert so ein bisschen nach unten, wenn der jetzt leerer wird. Das ist so unser Trinksystem. Dann kommen wir genau zu unserem Kaffee, Kochen, Set, wie man das nennen will. Wir haben ja sonst immer den Jetboil dabei, wenn wir jetzt eine größere Tasche dabei haben. Also Jetboil mit French Press, das ist ja ein frisch gebrühter Kaffee am Morgen, das ist schon richtig schön und nett. Da haben wir jetzt auch nochmal runter reduziert, also nach wie vor eine Gaskartusche und dann so einen ultra kleinen Brenner hier, den man sehr klein zusammenfalten kann. Das wollten wir uns nicht sparen, weil so ein warmes Getränk am Morgen ist einfach schön. Das ist ein Luxusgut, das könnte man natürlich auch noch rausstreichen, wollten wir jetzt nicht. Aber wir haben keinen Kocher mehr dabei, das heißt, wir kochen direkt mit der Tasse auf dem Kocher. Dazu muss es natürlich eine Metalltasse sein und am besten auch nicht isoliert, also doppelwandig, das funktioniert nicht. Dann können wir hier drin das Wasser warm machen und dann haben wir hier so einen Granulatkaffee, also einen Instant-Kaffee, den man da einfach reinrühren kann und dann hat man morgens halt ein, sag ich mal, Aufgussgetränk, also ein echter Kaffee, da lässt sich drüber streiten. Das haben wir aber auch gemacht, weil wir in Spanien sind und Spanien hat ja eine ausgeprägte Kaffeekultur. Das heißt, man bekommt ja hier an fast jeder Ecke einen sehr guten Espresso und dann haben wir gedacht, dann können wir das mal machen und den Tag über noch einen guten Kaffee trinken. Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen wichtig, wenn man auch im Urlaub ist, möchte man ein bisschen einen kleinen Luxus haben oder ein bisschen Komfort. Das ist so unsere Komfortzone hier. Dann als letztes, glaube ich, noch ist unser Mückennetz. Wir haben ein neues Mückennetz gekauft. Das ist ein bisschen kleiner als das alte, was ihr vielleicht schon kennt aus unseren Videos. Vom Maß her ist es kleiner, dass wir es quasi jetzt zwischen die Motorräder spannen müssen. Wir können es nicht mehr drüber werfen. Hat am Packmaß einfach noch mal ein bisschen was gespart. Aber nach wie vor Mückennetz finden wir extrem wichtig. Das kann einem die Nacht einfach versauen, wenn es irgendwie Mücken halt gibt. Das würden wir auf jeden Fall empfehlen. Dann die Plane noch, die seht ihr hier. Die legen wir einmal drunter. Da legen wir uns mit den Schlafsäcken dann direkt drauf. Die schützt einem einfach, wenn es irgendwie ein dreckiger Boden ist oder auch so ein bisschen vor Kriechtier. Super wichtige Sache, sehr klein. Und genau, dann haben wir noch den Tankrucksack. Da ist bei mir jetzt drin einmal die Kamera, die gerade filmt. Mikrofon noch, das ihr jetzt gerade hört. Dann so Sachen für die GoPro noch. Also wir haben immer noch unsere GoPro, die Hero 7 ist es, glaube ich, mit der wir so unsere ganzen Fahraufnahmen filmen. Dann haben wir auch noch diverses Befestigungszubehör. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Klaue hier, also für die GoPro, die man an den Gabelholm vorne zum Beispiel machen kann oder auch hier hinten an die Schwinge. Da hat man dann verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Also das ist bei mir so ein bisschen im Tankrucksack drin. Einfach so ein paar technische Sachen. Mein Handy natürlich noch, eine Stirnlampe, dann ein Messer, das braucht man ja immer. Brotzeit machen und so weiter. Das sind so die Sachen, die hier drin sind. Genau, noch ein Ladegerät für die GoPro ist da drin und noch ein zweites Objektiv. Zum Objektiv oder Kamera kann ich noch kurz was sagen. Film tut jetzt gerade die Sony Alpha 6600 mit dem Tamron 17 auf 70, also ein Zoom-Objektiv, durchgängig Blende 2.8, wenn ihr das interessiert, und stabilisierte Linse auch. Das ist relativ wichtig und die hat eine super gute Bildleistung. Also Zoom-Objektiv ist natürlich so, auf Reisen hat man mehr Flexibilität. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, da bin ich sehr damit zufrieden. Und als zweites haben wir hier noch ein 11 mm Sony Weitwinkelobjektiv. Das ist beim Reisen eigentlich immer sehr schön, wenn man so Szenerie mit einfangen will, so wie wir jetzt hier gerade unterwegs sind auf diesem Berg. Das ist ja
oder kann man mit so einem Weitwinkel sehr gut einfahren oder auch Fahraufnahmen machen. So, ja, wenn also so Vorbeizieher, ja, da kann man gute Aufnahmen mit so einem Weitwinkel auch machen. Genau, dann hier oben noch ein paar Kabel drin. Hier habe ich noch Löffel, Gabel und meine Zahnbürste. Also wir sind ja hier ultralight unterwegs und da wollte ich mal zeigen, wie das geht. Also diese Zahnbürste hier, die wiegt so 17 Gramm und um der Gewichtsoptimierung willen habe ich die auch noch optimiert. Das heißt, ich habe hier unten noch was abgetrennt und aufgebohrt. Das hat mich immerhin 3 Gramm gespart. Das sind also 20%. Ja, also kleiner Witz am Rande, aber man kann halt wirklich überall optimieren. Ja, selbst sowas kann man optimieren, Gewicht einsparen. Das nur so als kleine Anregung, wer das noch weiter treiben möchte. Zu guter Letzt würde ich euch noch unsere Werkzeugtasche vorstellen und kurz aufzeigen. Das ist ja immer so ein bisschen abhängig, was da so drin ist. Kannst du mal näher herkommen? Werkzeugtasche ist natürlich was auch immer relativ viel Gewicht hat. Also das haben wir schon gemerkt, Wasser und Werkzeugtasche, solche Sachen wären eigentlich gut, wenn man sie am Fahrzeug verstauen kann. Das geht halt nicht immer, aber das ist halt viel Gewicht und auf dem Rücken ist das eigentlich nicht so gut aufgehoben. Aber Werkzeug und was man so mitnimmt an Werkzeug, das variiert. Das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, so ein bisschen mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so diesen Schlüssel drin für die Achsmutter zum Beispiel und ich glaube, das ist auch Zündkerzenschlüssel hier. Das haben wir jetzt aus dem Bordwerkzeug der KTM tatsächlich mitgenommen, weil wir eben mit diesen Fahrzeugen unterwegs sind. Das wäre so eine Sache und hier an der Unterseite ist quasi auch noch so ein Hebeleisen. Da könnten wir den Reifen mit abziehen, deswegen haben wir nur ein zweites Hebeleisen mitgenommen. Damit kommen wir hoffentlich klar, wenn wir jetzt einen Reifen mal flicken sollten. Da haben wir gelernt aus unserer letzten Tour, also wir haben jetzt kein Punnspray mehr dabei, sondern eben Flickzeug. Flickzeug ist hier oben drin, so in dieser Kleinteiletasche und hier dazu auch noch eine sehr kleine Luftpumpe, für den Notfall natürlich. Aber man muss ja irgendwie weiterkommen, wenn man jetzt im Gelände einen Platten hat und flicken muss. Irgendwie muss man da reagieren können. Das sind so die Flicksachen. Hier oben ist noch so eine Ersatzauftragsdüse von unserem Kettenöler drin. Dann Klebeband kann man immer brauchen. Dichtmittel, das kam gestern Abend auch schon zum Einsatz. Wir haben ja den Zylinderkopf runtergenommen von der 250er und hoffen mal, dass der jetzt dicht ist. Da haben wir quasi einen Wassereinbruch im Verbrennungsraum. Da haben wir hier noch so ein paar Kleinteile für Elektrik und auch für unseren Kettenöler. Ersatzteile einfach mit dabei. Das ist auch noch eine relativ wichtige Sache, das ist dieses Repair Stick, Titanium heißt das. Das ist so ein 2-Komponenten-Knet-Dichtzeug. Also da kann man zum Beispiel, wenn jetzt das Kurbelgehäuse, also Motorgehäuse irgendwo einen Riss hat, wenn das undicht ist, das kann man damit flicken. Damit haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Oder wenn man jetzt auch einen Tank hätte, ich weiß nicht, wie es beim Kunststofftank ist, aber Metalltank kann man damit auf jeden Fall flicken. Also alle Sachen, die irgendwie undicht werden, Auspuff ist hier mit drauf. Und ja, also wenn es ausgehärtet ist, da kann man theoretisch auch noch mal irgendwie wieder reinbohren oder so. Das ist ein sehr universelles Flickzeug einfach, also so ein 2-Komponenten-Knet. Sehr hilfreich, kann einem natürlich viel helfen im Notfall. Und ansonsten haben wir einfach hier Sortiment an Gabelschlüsseln, ein paar Inbusschlüssel, so eine Mini-Rätsche. Die ist also super kompakt natürlich. Dazu ein paar Steckschlüssel hier oben, noch ein Bitsatz, eine Verlängerung. Also damit kann man eigentlich schon fast alles machen. Das, wie gesagt, wir haben gestern den Zylinderkopf runtergebaut. Das hat damit funktioniert. Wärmste Empfehlung für so einen Zangenschlüssel. Den benutzen wir schon sehr, sehr viele Jahre, auch in unterschiedlichen Größen. Das ist jetzt so ein Maß, was sehr geschickt für unsere Reise ist. Also da bekommt man auch noch fast alle Achsmuttern hinten mit auf. Also das ist ja so die größte Mutter, die man in der Regel aufmachen muss. Zangenschlüssel hat einfach einen super Grip. Also einige von euch kennen ja vielleicht den Engländer oder Rollgabelschlüssel. Der ist einfach deutlich besser. Damit kann man wirklich fest zupacken und das sitzt. Man dreht keine Muttern rund. Also eine super gute Erfindung und super gutes Werkzeug. Das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Also da eine wärmste Empfehlung auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Schraubenzieher, sowas, irgendwo zum Dreck rauspulen oder was zum Flicken. So ein Schlitzschraubenzieher ist auch immer sehr hilfreich. Ja, das wäre es so von der Werkzeugseite. Dann normalerweise haben wir immer noch einen Leatherman mit dabei, also eine Zange einfach, so eine Spitzzange, das ist auch immer ganz geschickt. Die haben wir jetzt dummerweise vergessen, aber die würden wir normalerweise auch mitnehmen. Und dann hat jeder halt noch irgendwie von sich so dann als Werkzeug so ein Messer dabei. Am besten noch ein Messer mit Korkenzieher, dass man abends noch einen Wein aufmachen kann oder so. Ja, das ist dann die Werkzeugtasche. Und das sind jetzt dann, glaube ich, wenn ich mich mal so umgucke, denke ich, alle Sachen, die wir mitgenommen haben. Also ihr seht, 20 Liter Rucksack hier,
Das sind, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Liter das sind. Also von der Größe her seht ihr das ja. Und der Fenderback noch. Also es ist nicht viel. Man muss sich echt extrem reduzieren. Manche Sachen teilen sich natürlich auf 2 Rucksäcke auf, so wie das Mückennetz. Da können wir ein bisschen uns aufteilen. Der eine hat ein Futterberat, der andere das Mückennetz. Aber es ist jetzt schon echt nochmal weniger geworden zu unserer 30 Liter Tasche, die wir vorher hatten. Man muss sich reduzieren. Das ist aber auch sehr schön. Und wir sind wirklich froh, dass wir jetzt hinten auch keine Tasche drauf haben. Also wenn du im Gelände fährst und du kannst halt die volle Länge der Sitzbank auch nutzen, das ist sehr geschickt. Da muss ich keine Sorgen machen, dass da hinten die ganze Zeit die Tasche rumwippt und vielleicht noch im Gelände flöten geht, also runterfällt. Da fährt sich mit dem Rucksack relativ gut. Also wenn er gut sitzt, einfach alles Gewicht so am Körper. Das muss ich jetzt nochmal auf die Länge bewähren. Aber es ist immer wieder schön, auch nochmal zu sehen, okay, da ist ein bisschen Überfluss da können wir nochmal was rausreduzieren, nochmal weniger. Und ja, wirklich das Packen, das macht echt Spaß am Morgen, wenn man nur so den Rucksack hat und es sind so 5, 6, 7 Sachen, die man einpacken kann. Das ist echt herrlich. Ja, ich hoffe, das Video hilft euch jetzt noch mal ein bisschen, vielleicht eure eigene Packliste auch zu überdenken oder ein paar Anregungen zu schaffen. Vielleicht habt ihr auch Sachen gesehen, die ihr selber gar nicht so auf dem Schirm hattet oder wusstet, dass es sie gibt. Wenn ihr selber noch Anregungen habt, auch Vorschläge für uns, da sind wir natürlich auch immer offen oder freuen uns drüber, eine Rückmeldung zu bekommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, wenn ich euch dann präsentiere, wie wir voll gar nichts mehr dabei haben, also nochmal reduziert haben. Schönen Tag euch. Ciao.